Grüßt euch und herzlich willkommen zum Bau von Jaggels H0-Anlage. Heute bauen wir das Gleisschneckerl. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Für den Jackel kam ein Packel, aber bevor wir das jetzt auspackeln, komplett, muss ich noch ein, zwei Dinge richtigstellen. Und zwar wurde ich freundlicherweise darauf hingewiesen, dass man bei den Boostern quasi bloß den Mittelleiter isoliert. Und witzigerweise hatte ich das bei der alten Anlage gemacht, habe aber dann irgendwie gedacht, gelesen zu haben, dass man quasi beides weg isoliert. Und da habe ich mich geirrt und das stelle ich jetzt hiermit richtig. Also es wird bloß der Mittelleiter isoliert. Das steht auch so in der Anleitung. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Dann hatte ich ja die Frage gestellt, ob ich die Weichenanschlüsse digital tauschen kann. Jetzt habe ich hier schon mal eine angeklickt. Und hier unten ist eine kleine Box. Da steht Anschluss. Und da könnte ich theoretisch hinklicken. Aber man sieht schon, dass hier ist grau hinterlegt. Oder beziehungsweise grau beschriftet. Und das lässt sich quasi nicht ändern. Also da gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass man die Anschlüsse tauschen muss. Jetzt ist es erstmal wurscht, weil der Schattenbahnhof fertig ist. Aber das ist quasi erstmal so nicht möglich. So, jetzt starte ich mit dem Gleiswendel. So, dann hat der Jackel ein Paket bekommen. Ein Packel für den Jackel. Und jetzt werden sich viele fragen, warum baue ich den Gleiswendel nicht selber? Die Antwort ist ganz einfach, weil ich jetzt nicht so der Holzbauer bin. Da bin ich zu ungenau und zu ungeduldig. Deswegen haben wir hier einen schönen hölzernen Gleiswendel bestellt und den bauen wir jetzt auf. So, und das ist der ganze Inhalt. Wir haben 5,5 Windungen und dafür haben wir hier 24 von denen. Dann sind das hier die Grundplatten, da haben wir 6 Stück. 6 Gewindestangen dazu, beziehungsweise 12 Gewindestangen, also ja, 6 Paare könnte man sagen. Dann hier diese Verbinder. Schrauben, Muttern und alles, was man halt so braucht. So, und jetzt lege ich als erstes mal einen Kreis aus zur Probe und schauen wir das mal an. So, jetzt habe ich das mal grob ausgerichtet. Jetzt ist halt die Frage, ich dachte ursprünglich, dass ich nur so einen schmalen Streifen in der Mitte Gummikork mache, weil wir wollen das auf jeden Fall schallisolieren. Aber die Frage ist halt, ob ich es nicht gleich über die komplette Breite mache, weil ich dann die Platten bloß auf den Gummikork auflegen muss. Und quasi zuschneiden. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das überlege ich mir jetzt mal. So, jetzt habe ich mir das hier schon mal ausgebreitet und ich möchte das jetzt mit so wenig Verschnitt wie möglich bewerkstelligen, das Ganze. Deswegen habe ich jetzt hier mal das wie gesagt ausgelegt. Und jetzt werde ich halt Scheibe für Scheibe quasi mit dem Cuttermesser schön runterschneiden. Dafür habe ich jetzt hier ein hoffentlich scharfes Cuttermesser und schneide schön an der Kante entlang. So, und dann habe ich mir das hier schön zurechtgeschnitten. Die Gummikorkbögen sind jetzt ausgeschnitten und jetzt geht es im nächsten Schritt daran, die zu verkleben auf die Holzplatten. Dazu habe ich jetzt hier schon mal meinen Kraftkleber und dann habe ich hier wieder meinen Kleber. Eine Rolle, eine Walze und dann geht es wieder los. Dann wird alles schön gleichmäßig eingestrichen, eine Viertelstunde trocknen lassen, ja, und dann drauf damit. Und das konnte jetzt eine Viertelstunde, ist das jetzt gelegen, ist so ein bisschen angetrocknet und jetzt drücke ich das Brettel wieder schön drauf von der Rückseite. Das muss jetzt schon passen. Und dann schaut es so aus. Und jetzt lasse ich das schön trocknen. Die Wendelgrundplatten sind jetzt auf die Gummikorkscheiben geklebt. So schaut es aus. Das sind jetzt 25 Stück plus die 2 An- und Abfahrt. Da hat sich tragischerweise herausgestellt, dass ich nicht bis 33 zählen kann. Deswegen musste ich improvisieren. Aber so schaut es jetzt aus. Das lassen wir jetzt trocknen. Und dann werde ich nochmal den Gummi nachschneiden müssen an einigen Stellen. Ja. Und dann geht es an den Einbau. Die Wendelteile sind jetzt alle schön getrocknet. Das ist jetzt alles schön solide. Und jetzt muss ich noch hier
die Löcher durchbohren. Und dazu bohre ich von der Rückseite einfach schön durch einmal. Genau, das ist schon der ganze Zauber quasi. Und weil sonst die Schrauben zu kurz wären, mache ich von der Seite noch den Gummi weg. Dass es so ausschaut, dass ich die Köpfe richtig versenken kann. So, im nächsten Schritt haue ich die Dinger rein, hier die Muttern. Müssen schön gerade sein, da kommen dann die Gewindestangen reingeschraubt. Genau, so schaut es dann aus. Jetzt habe ich hier schon mal die Gewindestangen in die Bodenplatten reingeschraubt und habe hier schon mal die erste Windung angefangen. Und da habe ich jetzt als Zwischenstück quasi immer zwischen den Gewindestangen so eine Platte und da werden dann die jeweiligen Segmentteile oder Wendelteile draufgeschraubt. Genau, und das machen wir jetzt rundherum, bis wir oben sind. Das könnte ein bisschen dauern. Der erste Ring ist quasi gelegt und jetzt geht es weiter. Jetzt werde ich als nächstes mal die ersten Gleise schon reinlegen und dann geht es weiter mit Windung für Windung. Die ersten Gleise habe ich jetzt gelegt, so schaut es aus. Hier die Auffahrt werde ich ein bisschen sanfter wohl gestalten, das ist mir noch ein bisschen zu hackelig, aber gut, das ist ja, da fehlt auch noch der Gummikork. Aber das werde ich ein bisschen anheben und dann da noch einen Keil oder so reinmachen. Ich finde es allerdings insgesamt ein bisschen knapp. Ich meine, das wird so der höchste Wagen sein, den es wahrscheinlich auch gibt. Aber viel Platz ist nicht. Jetzt schaue ich mal nochmal in die Anleitung, aber eigentlich passt es so. Gut, so schaut es aus. Jetzt habe ich die ersten 3 Windungen fertig soweit. Es war nicht ganz unproblematisch, weil ich ursprünglich dann dachte, ich hatte ja gedacht, dass das zu knapp ist vom Platz her, aber das war genau richtig. Und ich habe halt dann zwischendurch mal angefangen, man soll nämlich hier immer schön quasi wo man dann die Querstreben, das soll man von Oberkante zu Oberkante oder beziehungsweise von Unterkante zu Unterkante, ich messe halt von Oberkante zu Oberkante, soll man halt messen, 85 mm. Und jetzt sieht man hier schon, dass ich hier 85 mm habe. Ich habe aber dann zwischendurch mal angefangen, hier zu messen. Und da ist es natürlich ein ganz anderes Maß und dann war ich schon relativ schnell, relativ weit oben. Und da habe ich mir gedacht, das kann ja gar nicht sein. Und dann bin ich durch Zufall eigentlich drauf gestoßen, dass ich einen Scheiß gemacht habe. So, und jetzt zeige ich euch mal, ich habe hier quasi bloß um einen Bohrer ein bisschen Klebeband drum und dadurch kann ich dann die Muttern relativ schnell runterdrellern, weil sonst wirst du ja wahnsinnig. Na gut, aber das ist jetzt der Zwischenstand, so schaut es jetzt mal aus, jetzt mache ich mal weiter. Es ist vollbracht, der Wendel ist jetzt soweit aufgebaut. Jetzt gebe ich euch mal noch ein paar Eckdaten. Also außen haben wir einen Radius 3 und innen haben wir einen Radius 2. Die Steigung außen liegt so bei ungefähr zwischen 1,8 und 2% laut Handy. Und innen ist es dementsprechend ein bisschen mehr. Und die Höhe, die wir überwinden, sind 50 cm. Genau, und jetzt sind wir hier dann schon auf der Ebene 0. Und von hier aus können wir dann auf die Anlage fahren. So ist jetzt erstmal der Plan. Jetzt würde ich sagen, muss ich hier hinten dann noch den Strom anschließen. Aber vorher, ich habe jetzt pro Windung, habe ich jeweils quasi ein Anschlussgleis gemacht. Aber vorher, bevor ich das jetzt anschließe, mache ich erstmal eine Testfahrt. Ich schaue mal, ob ich das eingefangen bekomme, aber hier bleibt es an der Schraube hängen. Jetzt mache ich da einfach mal das noch mal ein Stück höher, so 2-3 mm, weil es jetzt bloß an der Stelle hier ist. Und dann müsste es gehen. Oder ich drehe die Schraube ein Stück raus, das könnte auch reichen.
Ich mache beides. So, jetzt. Oh, der schnalzt es aber auch schon. Da muss ich auch nochmal nachjustieren. Aber er kommt zumindest mal hoch. Gut, dann justiere ich jetzt nochmal. So, jetzt probieren wir es nochmal in die andere Richtung, das Ganze, wie es da ausschaut. Ja, da funktioniert es. Oh. Uiuiui. Gut. Dann haben wir es jetzt soweit mal getestet und jetzt geht es weiter. Dann habe ich die Basisplatten einmal rundherum festgeschraubt, dass er schön stabil ist. Er wackelt zwar jetzt noch ein bisschen, aber ich bin am Überlegen, ob ich hier oben noch Winkel hinmache und dann ist der bombenfest. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob es das braucht, weil eigentlich wirkt da ja keine Kraft mordsmäßig drauf. Dann habe ich hier noch die Beleuchtung gemacht. Die habe ich jetzt bewusst bloß hier in den 2 Dritteln gemacht. Das ist, wenn man von hier reinschaut, nicht so hart blendet. Und ja, ich schätze mal, dass das so genügt. Das muss man jetzt dann mal im Dunkeln testen, aber jetzt ist es momentan nicht so dunkel, dass ich das ordentlich testen kann. Nachdem der Wendel jetzt soweit läuft, habe ich hier schon mal die Kabel seitlich getrennt. Und jetzt werde ich das Ganze an Bahnstrom anschließen und schön verkabeln. Die Kabel habe ich jetzt hier ordentlich runtergeführt und schön mit Kabelbindern immer festgemacht. Und dann habe ich hier unten immer 3 zusammengeführt und in eine Vago-Klemme. Da passen jetzt da kann ich eine 5er nehmen und dann komme ich genau hin. Und der Bahnstrom geht hier an den Hauptverteiler quasi. Genau, dann sind wir jetzt mit dem Wendel erstmal soweit fertig. Und das soll jetzt dann auch erstmal das letzte Video gewesen sein. Ich habe dann noch eine Zusammenfassung, aber jetzt gehe ich erstmal schön in die Sommerpause. Ich schätze mal so bis Oktober, November, weil jetzt haben wir doch einiges geschafft, aber jetzt wird es dann auch zu heiß hier oben. Genau, das soll es jetzt mal von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.